wenn du den Weg nach innen schon gewählt hast, dann ist dir Intuition sicherlich ganz vertraut. Manche haben das auch ganz natürlich und das wurde nie verfälscht. Die Intuition, die sendet eigentlich immer. Also diese leise Stimme, die flüstert uns zu und sagt uns Dinge, die für uns wichtig sind, die uns den Weg weisen. Und das Problem bei diesen sanften Impulsen ist, dass sie eben genau das sind, so sanft und leise und manchmal eben auch nur kurz da. Und unser überaktives Leben führt dazu, dass wir diese Impulse dann oft eben übersehen oder überhören. Und ja, das wollen wir ändern. Und was da kommt, das unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Manche bekommen Bilder, andere hören eine Stimme, andere haben wieder ein Gefühl oder ein Wissen. Das alles sind Wegweiser und die können leicht übersehen werden, wenn wir nicht hinhören. Was ganz wichtig ist, ist zu unterscheiden zwischen Idee und Intuition. Eine intuitive Eingebung kann eine Idee sein, aber es ist eben noch kein fertiges Konzept. Und intuitive Eingebungen sind oft nur Hinweise, also kleine Wegweiser, die dir, also Impulse, ja, die Botschaften aus deiner Seele senden, ja, die sagen, wenn du mich ganz hören willst, werde leise und lass mich die Führung übernehmen. Vertraue. Und genau das fällt uns in dieser Gesellschaft oft schwer. Ich habe vor einiger Zeit, bin ich nach Griechenland gefahren und habe dort so eine Art Selbstretreat gemacht mit mir und habe jeden Tag meditiert. Und während einer von diesen Meditationen habe ich 2 Worte empfangen. Wachse natürlich. Es war sehr witzig. Ich habe dann gedacht, das gefällt mir, ne? Das hat so eine Resonanz in mir gehabt. Das war so mit Freude verbunden. Das war so stimmig, dass ich da auf einmal so eine Energie bekommen habe. Aber was soll ich damit anfangen? Ne? Also das war so die Frage, was mache ich jetzt damit? Und ich habe dann angefangen zu schreiben, daraus erstmal zurückgeblickt in meinem Leben und habe dann die Geschichten in meinem Leben gefunden, die alle mit Wachstum, mit Pflanzen, mit natürlichem Wachstum zu tun hatten. Also alles, was ich gelernt habe darüber, wie aus kleinen Ideen erfolgreiche Projekte werden. Und daraus ist dann die Ideengarten, damals war es noch die Ideengartenstrategie geworden, heute ist es die Ideengartenformel. Warum ist das heute die Formel? Genau aus dem Grund, worum es in diesem Video geht, nämlich dieser Prozess des Werdens, der kann nicht sofort forciert werden. Du empfängst diese Botschaften nach und nach mühelos. Du darfst da nicht dran ziehen, ne, sondern sie kommen lassen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass dieser Prozess so ein spiralförmiger Prozess ist. Das Thema kommt immer wieder. Ja, also wenn ich meine damalige Positionierung angucke, da ging es noch um Brand-Marketing. Also wenn du dir die älteren Videos anschaust bei mir, dann siehst du, dass da geht es um Markenentwicklung. Und Markenentwicklung hat ganz viel mit Identität zu tun. Und darum geht es noch immer. Aber eben eine Ebene tiefer, näher am Kern. Und genau das konnte ich nur empfangen im Laufe der Zeit, weil ich so viel beschäftigt war, hat das so lange gedauert. Ne? Ich habe lange gebraucht, bis ich wirklich regelmäßig angefangen habe, in diese Stille zu gehen, also in diesen Empfangsmodus reinzugehen. Heute mache ich das wirklich jeden Tag. Ja? Also je häufiger ich das mache, desto klarer sind die Botschaften und desto weniger komme ich auch in diesen Leistungsmodus rein, also in diesen anstrengenden, wo der so erschöpft. Ne? Und wenn wir die Impulse komplett von innen kommen lassen, dann ist das manchmal so, dass wir auf einmal ein ganzes Konzept empfangen. Also das ist mir zum Beispiel mit meiner Content-Strategie so gegangen. Die war an einem Vormittag fertig. Aber ich habe ein halbes Jahr vorher,
habe ich kommen lassen, nur kommen lassen, damit gespielt mit den Ideen. Ne? Und dieses Spielen mit Ideen, ja, dieses auch mal so rum angucken, dann immer wieder reinfühlen. Ist es jetzt stimmig? Ist es jetzt stimmig? Und wenn es noch nicht stimmig ist, dann würde ich auch noch keine Strategie entwickeln. Ja, die Marketingstrategie ist was anderes. Die kann man schon vorher entwickeln. Aber eine Content-Strategie, die muss sitzen. Ne? Die muss auf den Punkt genau die Frequenz aussenden, die du dann letzten Endes auch in Resonanz haben willst. Ne? Also wo der Kunde wirklich merkt, darum geht es ja. Und dass es wirklich anspricht. Wenn du diese spiralförmige Tiefe in dir gefunden hast, also wenn du stiller geworden bist und den Ruf vollständig erinnert hast, dann kannst du das so wunderbar in Worte fassen und dann kann dir auch die KI hervorragend dabei helfen übrigens. Ne? Vorher würde ich die KI nur als Impulsgeber nutzen, weil du sonst auf eine Spur kommst, die völlig am Thema vorbei ist. Also ich habe das mal versucht und das war eine ganz andere Zielgruppe, die dabei angesprochen worden ist. Ne? Also sei nicht zu früh mit der KI dran, sondern spür in dich rein, was sind das für eigene Worte? Was ist das, was da die Sehnsucht nach Ausdruck in dir hat? Und das ist diese Sehnsucht nach Ausdruck. Ja? Das ist wie so ein Sandkorn im Getriebe, sage ich mal. Ne? Oder wie der Samen, ja, von einer Pflanze, die kann nicht anders als wachsen. Die muss da einfach aus dieser Schale raus. Und genau das passiert auch mit deinen Ideen. Wenn du sie lässt, ja, wenn du nicht dran ziehst. Ne? Dieses dran ziehen, das führt eher dazu, dass die zu schwach werden. Darum geht es hier auf diesem Kanal, ne? Und wie du das alles dann auch nach außen bringst. Also erstmal, wie du diese Frequenz in dir selber wahrnimmst, wie du sie erinnerst, sage ich immer, ja, weil die ist schon da. Ne? Das ist unsere Frequenz, müssen wir nicht irgendwo da draußen suchen. Was oft bei diesen ganzen, ich will sie nicht bewerten, aber bei diesen Manifestationscoaches so kommuniziert wird, dass wir eine Frequenz da irgendwie außen suchen müssen, um etwas zu manifestieren. Ich sehe das völlig anders, weil ich sage, diese ganzen Frequenzen, die sind in uns vorhanden und oft sind sie verschüttet, ja, durch unsere Gesellschaft, durch dieses Normierte, was wir in unserer Gesellschaft haben. Und je stiller wir werden, je mehr wir uns auch nach innen wenden, desto besser können wir dieses eigene in uns, also das, was unsere Seele ausdrücken will, das, warum sie hier ist, also ich würde sagen, das ist eher die Mission als die Vision, können wir das auch wahrnehmen. Und wenn wir das dann leben und ausdrücken, dann wird das Leben leicht. Und das ist genau das, was ich mit meiner Arbeit erreichen möchte. Ich bin Claudia Heipertz. Ich begleite Menschen dabei, aus ihrer Frequenz heraus sichtbar zu werden mit Projekten, die echt, klar und tragfähig sind, nicht als Beraterin oder Coach, sondern als Resonanzraum für Visionen, die erinnert und nicht gemacht werden wollen.